Hallihallo, liebe Eltern und Kinder. Nachdem wir im Codespiel der W3 School gelernt haben, für klare Aufgaben Befehle zu geben und Fehler zu finden, beschäftigen wir uns nun mit freier Gestaltung. Programmieren mit der Maus. Die Sendung mit der Maus hat auf der grafischen Programmiersprache Scratch basierend kleine Aufgaben mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen entwickelt, die man auf ihrer Internetseite programmieren.wdrmaus.de interaktiv ausprobieren kann. Das ist doch was für uns. Die Programmieroberfläche ist auf der Internetseite. Ihr braucht also nichts auf dem Computer installieren. Also los! Schaut gleich auf die Internetseite programmieren.wdrmaus.de, fangt bei 00 erste Schritte an und probiert es aus. Die 10 aufeinander aufbauenden Lernaufgaben leiten euch Schritt für Schritt durch die Oberfläche und stellen die einzelnen Codebausteine nach und nach vor. Ihr könnt mich gerne beim Ausprobieren im Hintergrund laufen lassen. Ich erkläre auch Tricks für eigene Ideen. Schaut also gern nochmal rein, wenn ihr nach den Leveln eigene Projekte baut und Tipps braucht, was alles möglich ist. Die Programmieroberfläche. Links werden die Codebausteine aufgelistet, die es gibt. An ihrer Form erkennt ihr, wie sie zusammenpassen. Jedes Thema, zu dem es Bausteine gibt, hat seine eigene Farbe. So findet ihr nach einer Weile die Bausteine gut und seht in eurem Programm schneller, was da passiert. Ihr braucht also keine Programmiersprache mit Schlüsselwörtern lernen und könnt einfach die übersichtlichen Bausteine aus der Liste zu einem Programm zusammensetzen. Die Form eines Bausteins hilft euch zu verstehen, wofür er gut ist. Manche Befehle haben zum Beispiel eine Zahl in einem runden Feld stehen, in dem ihr nicht nur die Zahl verändern, sondern auch runde Bausteine einsetzen könnt. Die Befehle selbst sind Rechtecke. Je nachdem, ob davor oder danach ein anderer Befehl verbunden werden kann, ist dort so eine Noppe oder eben eine Aussparung für die Noppen anderer Befehle. Das seht ihr ganz schnell selbst. Auf der leeren Fläche in der Mitte ist Platz für euren Code. Hierher zieht ihr die Bausteine, die ihr zusammensetzen und ausführen wollt. Am Anfang muss immer ein Ereignisbaustein stehen, sonst wird der Code im Programm nicht ausgeführt. Zum nur kurz testen braucht ihr kein Ereignis, sondern klickt auf euren Code. Alle Codebausteine, die dort zusammenhängen, werden jetzt in der Vorschau ausgeführt. Die Vorschau findet ihr rechts oben, wenn sie nicht ausgeblendet ist. Meistens ist ein Hintergrund oder eine Figur vorausgewählt, sodass gleich etwas zu sehen ist. Auf der Lupe mit dem Plus macht ihr euer Spiel schön groß. Zur Programmieroberfläche kommt ihr auf der Lupe mit dem Minus wieder zurück. Über der Vorschau kann man auf dem grünen Pfeil das Programm starten und auf dem roten Kasten wieder stoppen. Wenn der ganze Code durchgelaufen ist, stoppt das Programm zwar automatisch, meistens hat man aber irgendwo eine Schleife, die dafür sorgt, dass Codebausteine immer wieder und wieder ausgeführt werden. Dann ist dieser rote Knopf sehr praktisch. Unter der Vorschau sind bei den Lernaufgaben die Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Fangt wie gesagt am besten bei 00 erste Schritte an, dann wird alles ganz genau erklärt. Vergesst nur nicht, das was dort steht, auch wirklich zu machen. Auch wenn ihr die Anleitung groß geschalten habt und ja seht, was passieren würde, bitte immer selber machen, sonst könnt ihr nur übers Programmieren nachdenken und nicht tatsächlich selbst programmieren. Zuletzt findet ihr am unteren Rand eine Leiste mit dem Hintergrund und den eingefügten Figuren. Standardmäßig ist auch in einem leeren Projekt eine Figur eingefügt und vorausgewählt, sodass euer Code für diese Figur gilt. Erschreckt also nicht, wenn ihr auf den Hintergrund klickt und plötzlich euer Code verschwindet. Wenn ihr in dieser unteren Leiste eure Figur auswählt, dann ist er wieder da. Auf dem Plus könnt ihr aus einer Liste von verschiedenen Bildern eine zusätzliche Figur einfügen. Bitte am Anfang, wenn überhaupt, nur 1 oder 2 zusätzliche Figuren dazu nehmen, damit ihr euren Code auch wirklich wiederfindet und versteht, was passiert. Den Hintergrund könnt ihr auf seinen runden Pfeilen verändern. Auch hier gibt es ein paar verschiedene zur Auswahl, ihr könnt aber auch ein eigenes Bild malen oder hochladen. Für den Hintergrund kann man zwar Code schreiben, zum Beispiel für Hintergrundmusik, aber die blauen Bewegungsbausteine könnt ihr nicht benutzen. Kostüme. Bei den Figuren wird euch schnell auffallen, dass es manche sehr ähnliche Bilder gibt, die zusammengehören. Die blinzelnde Maus zum Beispiel oder die 2 Bilder für die Maus auf der Rakete. Dazu gibt es die Kostüme. Wählt eure Figur aus und wählt oben den Reiter Kostüme neben dem bisherigen Code-Reiter.
Hier könnt ihr auf dem Plus Bilder hinzufügen, die die gleiche Figur mit anderem Aussehen darstellen. Zurück im Code könnt ihr euch nun die lila Aussehen-Bausteine ansehen. Nächstes Kostüm schaltet durch alle Kostüme der Figur durch und beginnt dann wieder von vorne. Ihr könnt mit einem anderen Baustein aber auch auf ein bestimmtes Aussehen der Figur wechseln. Wenn ihr nacheinander oder in einer Schleife zwischen mehreren Kostümen hin und her wechseln wollt, dann werdet ihr den orangenen Steuerungsbaustein Warte so viele Sekunden brauchen können. Wenn ihr eine neue Figur hinzufügt, dann sieht es so aus, als könnte man keine eigenen Figuren zeichnen. Das geht schon, aber erst in den Kostümen. Also erst irgendeine Figur auswählen, dann in seine Kostüme gehen, in der Leiste links Kostüm hochladen oder selber malen klicken und dann das vorgefertigte Kostüm rauslöschen. Sobald mehrere Kostüme in der Liste sind, erscheint beim ausgewählten Kostüm ein X, das dieses Aussehen aus der Liste löscht. Etwas umständlich, aber möglich. Wenn euch die vorgefertigten Figuren also nicht reichen, dann könnt ihr eure eigenen kreieren. Ton. Auch Geräusche und Musik müssen erst zu der Figur hinzugefügt werden, bevor ihr den Klang mit den rosa Codebausteinen abspielen könnt. Das machen wir im Reiter Töne. Das Plus bringt euch zu einer Liste, in der ihr bestimmt den ein oder anderen Klang findet, der euch aus der Sendung mit der Maus bekannt vorkommt. Auf dem Pfeil kann man eigene Aufnahmen hochladen. Möchte man einen Ton wieder aus der Figur löschen, klickt man wie bei den Kostümen auf sein X. Jetzt wollen wir den Ton abspielen. Aber welchen Baustein nehmen wir? Spiele Klang oder Spiele Klang ganz? Der Unterschied ist, ob das Programm wartet, bis der Ton fertig abgespielt ist, bevor es zum nächsten Baustein übergeht, oder ob es den Ton startet und sofort im Code weitergeht. Spiele Klang ganz wartet, Spiele Klang nicht. Tipps. Das reicht zum Anfangen schon. Wenn ihr alle Anleitungen durch habt, dann habt ihr schon einige kleine Spiele programmiert. Bleibt für die ersten 2-3 freien Projekte bitte unbedingt bei eher kleinen Spielideen. Eine Zahl erraten zum Beispiel. Ihr könnt natürlich auch kleine Filme basteln. Macht nicht meine Fehler nach, sondern wählt erstmal kleine Ideen, die schnell fertig werden können. Dadurch bekommt ihr die Erfahrung, die ihr für größere Ideen, wie zum Beispiel einen Brettspiel-Nachbau, braucht. Probiert aus, was möglich ist. In den Leveln werden die Bausteine nach und nach freigeschaltet, damit man sich anfangs gut zurechtfindet. Wenn ihr also etwas ausprobieren wollt und euch ein Baustein fehlt, mit dem man zum Beispiel Texte zusammensetzen kann, dann kann es sein, dass der Baustein erst in späteren Leveln auftaucht. In eigenen Projekten sind alle Bausteine freigeschaltet, die es beim Programmieren mit der Maus gibt. Lasst euch dadurch aber nicht davon abhalten, während den Leveln schon die Bausteine durchzuschauen und auszuprobieren, was sie machen. Es ist so ein gutes Gefühl, wenn ihr eine Idee habt, die ihr selbst umsetzen könnt. Wenn ihr dann zum nächsten Schritt weiterschaltet und genau das, was ihr allein schon geschafft habt, angesagt wird, dann habt ihr gleich die Bestätigung. Ob ihr die Anleitungsprojekte speichern solltet oder nicht, hängt davon ab, ob ihr sie später nochmal spielen wollt. Ich speichere meistens nur meine eigenen Projekte, weil ich noch keinen Knopf gefunden habe, der ein gespeichertes Projekt wieder aus der Liste entfernt. Die Spiele aus den Anleitungen sind ja schnell wieder gebaut, wenn ihr sie doch nochmal spielen wollt. Es kann aber auch ein gutes Gefühl sein, zu sehen, wie viele Programme ihr schon geschrieben habt. Schaut, was für euch passt. Outro. Jetzt habt ihr das Werkzeug, um kleine Mausfilme und Spiele frei zu gestalten. Habt Spaß dabei, die Möglichkeiten zu erforschen und euren Freunden vorzuführen. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Reinschauen.